Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute möchte ich nochmal mein Best Bitter, was ich als zweites Bier dieses Jahr gebraut habe, begutachten. Denn es gibt zwei Dinge, die ich gerne testen möchte. Zum einen gab es vor kurzem in einem Discounter das Original Ringwood Razorback, wie das seit 2015 heißt, zu kaufen. Deswegen möchte ich das gerne vergleichen. Und zum anderen möchte ich gerne bei dem Bier, das jetzt 7 Wochen lang in dem großen Plastikfass war, schauen, wie weit es sich oxidiert hat. Eine von den Sachen, die ich ja gesagt hatte, war, dass ich bei den Fässern und auch bei den Flaschen, die ich befülle, immer, nachdem sich ein bisschen Kohlensäure entwickelt hat, kurz entlüfte, damit ein bisschen was von der Luft ausgedrückt wird und CO2 als unterste Schicht, weil es schwerer ist als Luft, zurückbleibt und deswegen so eine Barriere bildet. Und der Sinn des Ganzen ist natürlich, Oxidation zu verhindern. Das heißt, was ich jetzt gerne testen möchte, ist, ob das jetzt einen leichten, man sagt im Englischen Tang dazu, so ein bisschen Essiggeschmack hat, weil ich habe einen schönen Vergleich. Ich habe einmal das Plastikfass fast komplett geleert, da waren noch 2 oder 3 Liter drin. Bin dann in Urlaub gefahren im Sommer und es waren selbst im Keller noch so um die 25 Grad. Ich kam zurück und ich hatte 2 Liter feinsten Essig und ich habe leider versucht, den zu trinken. Das war ziemlich ekelhaft. Das heißt, wenn es warm genug ist und da ist genug Sauerstoff dran, dann wird das Bier zu Essig. So wird ja Essig auch hergestellt, ne? Die Hefe macht Alkohol zu Essig. Ja, was ich jetzt gucken möchte, ist, ob sich da ein bisschen was gebildet hat oder ob es wirklich geklappt hat, dass ich das 7 Wochen lang bei Zimmertemperatur, 22 Grad ungefähr, zu halten. Also was ich gemacht habe, war, ich habe, nachdem ich die ersten 8 Liter abgezapft habe, das Ganze wieder mit Gerstenmalzextrakt gefüttert und nochmal vergären lassen und dabei das Ventil oben geöffnet, damit da ein bisschen Umgebungsluft entweicht und unten sich so ein CO2-Kissen bildet. Die Kohlensäure ist bei dem Bier jetzt deutlich besser als letztes Mal. Allerdings schauen wir es immer noch nicht viel zu sehen, denn wie ich schon mal erklärt habe, mit dem englischen Doldenhopfen, das ist bei mir der East Kent Golding, der die Samen enthält, kommt das einfach nicht dazu, dass da sich viel Schaum bildet. Machen wir den Vergleich. Ja, ist ein ganz klein bisschen mehr. So, Farbe ist vergleichbar. Meins ist immer noch leicht trübe. Also ich nehme an, ich habe bei den meisten Bieren, die ich jetzt so gemacht habe, ein ganz klein bisschen Chill Haze. Aber wenn man das mit Bier vergleicht, was man mit Sediment in der Flasche hätte, und das ist ja so der große Grund, weswegen ich immer versuche, was in einem Secondary Fermenter wie einem Fass oder einem Fässchen zwischenzulagern. Normalerweise hätte man mit dem Bodensatz halt noch viel trübere Komponenten drin. Ist schon mal ganz gut. Ich glaube, die Farbe ist ziemlich ähnlich. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass eins heller oder dunkler ist, auch wenn das vielleicht durch die Trübung ein bisschen heller wirkt. Dann riechen wir mal an beiden. Riecht immer noch so wie vorher. Es ist sehr hopfig. Ich hatte ja erwähnt, dass ich die Hopfendosis erhöht hatte, weil ich dachte, das skaliert mit den Alphasäuren. Aber beim nächsten Mal würde ich tatsächlich die normale Menge nehmen. Ist hier deutlich zurückhaltender. Also hier riecht man eine Mischung aus Hopfen und Malz und hier ist es nur der Hopfen. Ja. Also der Hopfen ist ja wie gewohnt fruchtig, so rosinig, birnig und hier die gleichen Komponenten und dazu riecht man noch ein bisschen Karamell-Toffee. So, ich probiere mal meins wieder zuerst. Mal gucken, ob es ein bisschen essigartig ist. Ich hoffe nicht. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Vielleicht ein ganz klein bisschen, aber da müsste ich tatsächlich das Originalbier von vor 7 Wochen aus der ersten Abfüllung als Vergleich haben. Also ich kann da jetzt nichts Saures feststellen. Was bedeuten würde, dass ich das für die Lagerung... Ja, der Nachgeschmack ist ein ganz klein bisschen sauer. Vergleich nochmal. Das ist viel malziger. Ich frage mich jetzt, wieso das kommt. Hatte ich bei meinem Bier Probleme? War das ein bisschen... von der Schüttung? Nee. Wenn ich mich recht erinnere, dann war das Einzige, was anders war, dass bei mir das Abmaischen nicht gut funktioniert hat. Ja, Clay. Das heißt, hier sind viel mehr Restextrakt, hier ist viel mehr Restextrakt vergoren. Das Bier schmeckt tatsächlich von der Malzart dünner als das andere. Das hat bei dem Fullers ESB deutlich besser geklappt, das Original nachzubauen. Also das ist etwas, was ja, wichtig ist. Ich habe schon mal erwähnt, wenn ich doof bin, dann vergesse ich das, abmischen, und dann stehe ich doof da. In dem Falle war es mit den großen Mengen halt irgendwie mehr so ein
Prozessproblem, was ich halt beim nächsten Mal auf jeden Fall lösen sollte. Aber das ist natürlich ein wichtiger Charakter, wenn man das Bier vernünftig nachbrauen möchte, ist, dass der Restextrakt gleich ist. Ja, ansonsten hier hat super funktioniert, das Sauerstoff freizuhalten. Es gibt noch einen anderen Test, wenn man wissen will, ob die Hopfenkomponenten anfangen zu oxidieren. Dann würde ja auch die Farbe des Bieres mit der Zeit immer dunkler werden. Das ist so ein typisches Zeichen für Oxidation. Man nimmt einen Tropfen und verreibt den hier auf der Handfläche. Das habe ich zumindest jetzt vor kurzem mal in einem YouTube-Video gesehen. Und wenn das metallisch riecht, dann soll das angefangen haben zu oxidieren. Ne, riecht überhaupt nichts Metallisches. Müsste ich natürlich jetzt mal mit einem oxidierten Bier gegentesten, damit ich das vernünftig für mich eichen kann. Aber es gibt eine ganze Reihe an Geschmäckern oder an Effekten, wie zum Beispiel auch Lichtgeschmack, hatte ich noch nie Probleme mit. Finde ich auch ganz gut. Aber ja, wenn man nicht aufpasst, neigt man dann dazu, unvorsichtig zu werden. Ich hatte letztens einen Kommentar, warum ich denn die ganze Zeit Biere hier außen stehen lasse, wenn die fermentieren. Ich habe die jetzt natürlich, weil mir das auch aufgefallen ist, jetzt in die Ecke geschoben. Aber es ist hier die Nordseite, es gibt nur Streulicht. Bisher habe ich noch keinen Lichtgeschmack gemerkt. Und wenn ich was auf dem Balkon tue, das ist nach Süden hinaus, dann gucke ich immer, dass die abgedeckt sind. Das ist zwar im Winter, Wintersonne ist ja auch nicht stark, aber da schaue ich immer drauf. Ja, das war jetzt ein kurzes Video zum Revisiting von meinem Ringwood Best Bitter, beziehungsweise Razorback, wie es heutzutage eigentlich heißt. Und ja, ich dachte, das wäre ein ganz interessantes Update, ne, damit ihr mal seht, wie das sich mit der Zeit verhält. Und das war auch genau der Sinn von meinem großen Fass, dass ich damit lange lagern kann. Wäre natürlich schön gewesen, wenn die Sachen mit Druck da rauskommen. Das hier war jetzt wieder auch flat. Also nutzt das Plastikfass nicht, wenn ihr vernünftig das Bier direkt abzapfen wollt. Dafür ist es nicht geeignet. Ja, und ansonsten schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es daran geht, das nächste Bier zu verkosten. Bis dann.